Hallo, mein Name ist Andreas Heidegge. Ich biete seit über 40 Jahren, habe ich Erfahrung im Perückensektor. Ich weiß, dass vieles Kopfsache ist und ich garantiere euch, dass wir für euch die passende Perücke finden werden, egal ob vom Haarschnitt oder vom Styling oder von der Haarqualität. Es kommen sehr oft Fragen auf uns zu, wie reinige ich eine Perücke? Das werden wir euch heute in diesem Video zeigen und auch vorführen. Und zum Schluss werden wir euch noch einen Expertentipp geben. Viel Spaß damit! Unsere Perücken von Hair Systems Heidegge werden alle aus Echthaar gefertigt. Auf sehr feinen Lace-Materialien oder sehr dünnen Folienmaterialien. Natürlich werden sie alle per Hand geknüpft. Gerade bei so hochwertigen Produkten wie unseren wird oft die Frage gestellt, wie oft muss die Perücke gewaschen werden. Oft wird mir gesagt in der Behandlung, ja, ich muss nur einmal in der Woche oder einmal im Monat waschen. Das stimmt nicht. Ihr wascht die Perücke, wenn es Zeit ist, die Haare zu waschen. Wenn ihr das Gefühl habt, jetzt muss ich meine Haare waschen. Wichtig dabei ist, dass ihr natürlich die richtigen Produkte nehmt und es richtig anwendet. Als erstes ist es wichtig, dass ihr eine vernünftige Bürste nehmt, die ihr auch bei uns im Online-Shop kaufen könnt. Deswegen, damit ihr, bevor überhaupt das Haar mit Wasser zustande kommt, dass ihr die Haare vernünftig durchbürstet. Der Grund ist, bei dem Durchbürsten wird automatisch der Knüpfknoten festgezogen. Als nächstes könnt ihr das Haar unter fließendem Wasser feucht machen oder in eine Wanne hineingeben, schon mit Wasser verbunden. Und dann nehmt ihr wieder die Bürste und streicht quasi das Wasser durch die Haare. Sanft durch die Haare, wo ihr gerne auch am Haarboden entlang gehen könnt. Deswegen ist es wichtig, dass ihr eine Bürste nehmt mit diesen Noppen, dass nicht das Netz von der Perücke oder die Folie beschädigt wird. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass ihr wirklich spezielle Produkte nehmt. Bei uns im Fall ist unsere Daily-Serie, die wir für diese Echthaarperücken auch entwickelt haben und seit sehr vielen Jahren sich auch bewährt hat. Dadurch bekommt ihr mehr Feuchtigkeit ins Haar und natürlich das Haar ist leicht erkennbar. Anders als bei echtem Haar ist natürlich das Haar in eine Montur geknüpft. Und daher ist es sehr wichtig, die geeigneten Produkte zu nehmen, weil automatisch natürlich die Montur auch gepflegt wird. Als erstes nehmt ihr unser Daily Shampoo, was ihr entweder haselnussgroß ins lauwarme Wasser hineingebt oder auf die Innenhandfläche. Und dann quasi das Shampoo in das Haar hineinstreicht. Dazu braucht ihr wiederum diese Bürste, damit ihr das Shampoo quasi in Länge und Spitzen hineinkämmen könnt. Das heißt, das Haar wird gereinigt, aber auch die Montur wird gereinigt. Anschließend werdet ihr das Produkt, zum Beispiel unser Daily Shampoo, vernünftig ausspülen. Und da ist es halt wichtig, dass ihr das Wasser in die Montur hineingießt. Also, wenn ihr unter das fließendes Wasser macht, bitte das Wasser in die Montur hinein. Wenn ihr das im Waschbecken macht, einfach in sauberen, lauwarmen Wasser immer durchspülen, mit dem Kamm durchgehen. Durch das Shampoo, was ich euch gerade vorgestellt habe, wird ja die Schuppenschicht aufgeraut, damit die waschaktiven Substanzen das Haar reinigen. Jetzt ist es natürlich wieder wichtig, die Schuppenschicht wieder zu schließen und das Haar wieder in einen guten, neutralen pH-Wert zu bekommen. Daher ist es jetzt sehr wichtig, diesen Daily Conditioner zu nehmen. Da ist die gleiche Anwendung wie bei dem Daily Shampoo. Also auch haselnussgroß entweder ins Handwaschbecken zu geben oder vorsichtig leicht in das Haar hineinstreichen. Und da nehmt ihr auch wieder die Bürste, damit der Conditioner von Länge und Spitzen eingearbeitet wird und dass das Haar gleichmäßig im pH-Wert wieder neutral ist. Nachdem ihr den Daily Conditioner ordentlich ausgespült habt, legt ihr bitte ein vorbereitetes Handtuch vor euch, legt die Perücke in das Handtuch hinein, schlagt die eine Seite auf die andere Seite, damit die Perücke bedeckt ist und drückt auf das Handtuch, um erstmal Hauptfeuchtigkeit aus dem Haar herauszuziehen. Nachdem ihr das gemacht habt, nehmt ihr die Perücke in die Hand, schüttelt sie kurz durch, bürstet das durch, damit sie schon mal von der Luft gut trocknen kann.
Ganz wichtig ist, damit das Haar sehr, sehr viel Feuchtigkeit bekommt, ersetzt ihr ungefähr nach 4 oder nach 5 Mal Pflegen den Daily Conditioner mit unserer Maske. Dieses ist eine Intensivkur. Das wird jetzt auch ungefähr 10 Minuten einwirken und als besonderer Tipp könnt ihr eine Plastikfolie drüber legen, damit quasi dadurch noch so ein bisschen Feuchtigkeit, zusätzliche Feuchtigkeit entsteht. Und genauso wie beim Shampoo und beim Conditioner wird natürlich auch die Haarmaske, in dem Fall unsere Haarmaske, mit lauwarmem Wasser wieder gründlich ausgespült. Auch die Bürste wird wieder genommen, damit die Kur wirklich aus den Haaren herauskommt und dann wie gewohnt wieder in das Handtuch hineinlegen, um wir die Restfeuchtigkeit oder Hauptfeuchtigkeit herauszunehmen. Und danach könnt ihr natürlich wie belieben euer Haar stylen, aufsetzen, auf dem Kopf föhnen, mit dem Glätteisen behandeln und so weiter, so wie ihr das gerne möchtet. Und hier ein Expertentipp von mir, unser Daily Hydrospray. Da ist es wichtig, dass ihr das Produkt kräftig schüttelt, weil hier die Pflegestoffe sich miteinander vermischen. Und dann das Wichtigste überhaupt, dass dieses Spray nur in Länge und Spitzen aufgesprüht werden darf, nicht am Haaransatz. Weil dann kann es nämlich sein, dass die Perücke nicht richtig klebt, wenn ihr Kleber nehmen solltet. Da es sich um einen Leave-In-Conditioner handelt, kann dieser Leave-In-Conditioner täglich benutzt werden. Also ihr könnt das normal auch in die Tasche machen, gerade wenn ihr an der Nordsee, Ostsee oder sonst wo am Meer spazieren geht. Als Schutz für die Haare könnt ihr gerne den Leave-In-Conditioner in das Haar hineinspülen. Und er muss nicht ausgespült werden. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Fragen beantworten konnte. Natürlich gibt es noch zig andere Antworten auf bestimmte Fragen. Da könnt ihr natürlich jederzeit uns anrufen oder euch an unseren Support wenden. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Euer Andreas.